Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute dachten wir uns, weil so viele Fragen kamen über die letzten Wochen, über die letzte Zeit, jetzt auch nach der Season, hatte ich einen Fragesticker gemacht auf Instagram, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Deswegen dachten wir uns, machen wir heute ein cooles Q&A-Video mit den spannendsten Fragen, die ihr uns gestellt habt und die am meisten vorkamen. Deswegen viel Spaß beim Video. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Superstins. Genau, erstmal bevor die Fragen überhaupt starten, wollten wir uns, also das ganze Team und ich, uns erstmal auch für das krasse Feedback auf die Doku bedanken. Crazy, dass es so super angekommen ist bei euch und ihr das so gefeiert habt. War eine sehr turbulente Zeit. Also wir hatten auch Nervenkitzel, weil es das erste Mal für uns auch war, dass wir in so einer Art, so einen längeren Film sozusagen produziert haben und dann öffentlich gestellt haben. Deswegen freut euch auf die Zukunft. Wir haben noch einiges vor. Was war deine größte Angst vor dem Lauf? Hattest du überhaupt Angst? Meine größte Angst vor dem Run? Ja, also prinzipiell eigentlich irgendwie zu enttäuschen oder einfach der Sache nicht so gerecht zu werden, weil es ja einfach dieses Projekt an sich so viel größer war an Leuten, die daran gearbeitet haben, als bei den anderen Seasons. Da verschwimmt man einfach noch eine größere Verantwortung, nicht nur sich selber gegenüber, sondern auch dem Team gegenüber und dem einfach gerecht zu werden. Und das war eigentlich so die größte Geschichte, die so in meinem Kopf abgespielt hat. Und sonst Angst, nee. Eine andere Angst habe ich nicht verspürt, nein. Hast du beim Laufen jemals an Aufgeben gedacht? Nee, zum keinen Zeitpunkt habe ich diesen Gedanken gehabt, dass ich jetzt irgendwie das Handtuch werfe. Für mich war eigentlich nur diese eine Situation, da hatte ich Angst, dass von der anderen Seite das Handtuch geworfen wird, also vom Team aus, wo die mich rausgezogen haben. Jeder, der die Doku gesehen hat, weiß vielleicht, wir hatten ja bestimmt gehabt, dass wenn ich ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr einschätzen kann, ob es mir gesundheitlich so gut geht, dass man noch gut aus der Sache rauskommt, dann haben das Ärzteteam und Sim die Befugnis, das Handtuch zu werfen. Und in der Situation hatte ich ein bisschen Angst, dass die sozusagen diesen Weg ziehen. Aber die haben mir einen kurzen Nap gegönnt und nach dem Nap ging es mir Gott sei Dank besser. Deswegen war das dann keine Debatte mehr. Wie geht es dir nach dem Lauf? Hast du Muskelkater oder andere Beschwerden? Also nach dem Lauf muss ich ehrlich sagen, man kann das gar nicht so gleichsetzen. Also Muskelkater war es nicht. Es war einfach eher einfach eine bestimmte Ermüdung, die der Körper einfach gezeigt hat. Also ich hatte ein bisschen meine Knie waren entzündet, meine Hüfte war entzündet. War einfach etwas Flüssigkeit drin, und meine Füße waren angeschwollen. Das ist aber einfach eine Reaktion des Körpers, dass man einfach über eine bestimmte Grenze dann erstmal verschoben hat für sich selber persönlich. Im Gegensatz zu Japan zum Beispiel. Nach Japan hatte ich etwas länger Patellasehnenprobleme, also etwas Knieprobleme gehabt. New York wisst ihr, ich glaube auch eine Schienbein. Aber wir haben natürlich von Jahr zu Jahr verbessern wir natürlich das Training, passen es an. Ich werde persönlich natürlich auch stärker und man lernt aus mehreren Sachen dazu. Deswegen ist natürlich das Ziel von Jahr zu Jahr, die Sachen zu minimieren, die Risiken. Und dieses Jahr hat es sehr gut geklappt. Also, dass solche Beschwerden danach passieren, war vorab zu sehen so, dass gar nichts haften bleibt. Das ist sehr unrealistisch. Aber ja, eigentlich nach gefühlt paar Tagen, wie waren das? 3 Tage oder so, konnte ich eigentlich wieder normal spazieren, normal gehen. Davor war das halt ein bisschen holprig, alles so ein bisschen unrunder Laufstil, den ich hatte. Aber ich konnte trotzdem gehen. Aber man hat halt gemerkt, es war halt ein bisschen alles schleppender, weil es halt ein bisschen alles wehgetan hat. Ja, und jetzt seitdem ich wieder in Berlin bin, mache ich wieder Läufe. Also ich laufe jeden Tag und gehe zum Training. Hatte auch schon ein paar Leg Days. Also wir versuchen jetzt das Training langsam natürlich wieder so ein bisschen aufzubauen, die Kraftwerte wieder zurückzuholen. Ich habe ja auch viel an Gewicht verloren gehabt über die Zeit, 5 Kilo. Also meine Aufgabe war jetzt auch erstmal wieder das Gewicht wieder auf das Normalgewicht zu bringen. 3 Kilo habe ich schon zugenommen, fehlen noch 2 Kilo. Aber genau, wir wollen es ja qualitativ aufbauen und die verlorene Muskulatur dann in der Zeit auch wieder zurückgewinnen. Ich habe leider auch an Muskulatur verloren über die Zeit, weil ich nicht viel Fett habe, was der Körper zurückgreifen kann. Deswegen ist er gezwungen, bei so einem großen Kaloriendefizit irgendwann natürlich auch irgendwie die Muskulatur zu verbrennen. Deswegen ist das jetzt gerade so das Ziel von mir persönlich. Kraftwerte wieder in den Vordermann bringen, das Training allgemein wieder ein bisschen hochschrauben und wieder in den Rhythmus reinzufinden. Ich glaube, das ist die gute Aussage. So, bevor wir in die nächste Frage gehen, habt ihr jetzt genau nochmal 3 Sekunden Zeit, um den Kanal zu abonnieren und ein Like auf dieses Video dazulassen. Super! Gab es irgendwelche verrückten Ereignisse, die dir im Kopf geblieben sind? Also ich würde eigentlich sagen, die ganze Reise war verrückt auf seine Art und Weise.
Aber eine Sache, die schon sehr spannend war, wo wir das ganze Team das nicht so ganz einschätzen konnte, das hat keiner mitbekommen. Also es gab eine Schießerei an dem Ort, wo wir waren, paar Stunden vorher. Also nicht in der Zeit, wo wir da waren. Vielleicht können sich manche erinnern, da gab es ja diese Szene, also die Szene mit den Helikoptern, dass sich Schulz warten musste, weil halt Helikopter in der Luft waren und die halt sozusagen diese Leute da gesucht haben. Und ja, das war halt so eine Situation, die wir halt null einschätzen konnten, wie lange wir jetzt warten müssen, ob wir überhaupt da weiterlaufen können, ob diese Strecke da überhaupt begehbar ist. Nicht, dass die Polizei dann denkt, wir sind irgendwie welche von den Leuten, die an der Schießerei beteiligt waren. Deswegen, das war alles so ein bisschen drunter und drüber, aber Gott sei Dank hat das alles gut geklappt. Das Red Bull-Team hat sich dann in Kontakt gesetzt mit der Polizei damals und deswegen lief das dann alles gut über die Bühne, Gott sei Dank. Wie habt ihr das eigentlich mit der Hygiene gemacht auf der Reise? Also ich persönlich konnte nur Katzenwäsche machen. 5 Tage ohne Duschen war für mich auch das allererste Mal. Deswegen meine Hygiene war sehr limitiert. Außer ab und zu mal Deo oder so, aber ich glaube, das habe ich nur beim ersten Tag kurz mal gemacht. Danach war ich so Dings, Digga. Ich hatte keinen Kopf dafür. Aber die Jungs haben versucht, irgendwie den Geruch im Camper so gut zu gestalten wie nur möglich. Was habt ihr benutzt? Erstmal vielen Dank hier auch an L'Oreal, dass sie uns da ausgestattet haben, an Deos und Shampoos. Deswegen, also das waren so die Hauptessentials an Hygiene, die wir benutzt haben auf der Reise. Und ja, manchmal, das haben wir im Stream natürlich nicht gezeigt. Oder konnten wir nicht zeigen, weil die Kamera auf mich gerichtet werden musste. Ab und zu hat man am Straßenrand auf einmal Ade duschen sehen. Mit Dings, wie er sich einschamponiert hat, da musste ich schon manchmal übertrieben lachen. Wie er da so mit Schlüpper steht und sich da mitten auf der Wüste so einschamponiert. War denn die erste Dusche nach dem Projekt? Also ich sag ehrlich, das war so, ich glaube, es war die längste Duschsession, die ich jemals hatte. Hab mich auf jeden Fall lange durchgeschrubbt. Super. Im Ziel hat deine Mutter auf dich gewartet. Doch wo war dein Vater eigentlich? Ich weiß, diese Frage kam bei mir auch oft in den DMs vor. Mein Verhältnis zu meinem Papa ist astrein, also das kann ich erstmal schon mal sagen. Mein Papa ist auch ein großes Vorbild von mir, so grundsätzlich, wie man als Papa im Leben dastehen sollte. Und er ist wie eine Säule hinter meinem Rücken. Und das Einzige, warum er einfach nicht zu sehen ist, er möchte einfach mit der Öffentlichkeit nichts zu tun haben und ist nicht so gerne vor der Kamera. Und ja, das respektiere ich natürlich, respektieren wir alle. Ich sag ehrlich, normalerweise bin ich jemand, der nicht gerne meine Familie so vor der Kamera zeigt. Ich versuche das alles zu schützen. Das meiner Mama war einfach so eine natürliche Sache, die sich einfach über die Zeit so ergeben hat. So. Damals bei dem New York Einlauf war ja das erste Mal, wo man meine Mama gesehen hat. Und deswegen war das dann einfach nicht mehr in der Hinsicht wegzudenken, dass man meine Mama halt sieht. Ich mag das nicht so, dass man halt irgendwie penetrant die Kamera auf meine Familienmitglieder oder allgemein um den Kreis legt, die einfach das nicht möchten. Und das respektiere ich und versuche der Sache auch so gut wie möglich nachzugehen. Aber ich liebe meinen Papa über alles. Er ist mein Ein und Alles und Baba Cyborg ist immer an meiner Seite und stärkt meinen Rücken. Did you expect all the hype or did it come as a surprise? Soll ich auch auf Englisch antworten? No, we don't think about the hype. Yeah, the hype surprised all of us and yeah, we are very thankful about the situation. Yeah, we appreciate it. I think nobody think about that this kind of hype could happen. We had some numbers, but they all exploded. Yeah, we have some numbers. We think about at the first, before the season about some numbers, but that sprang. Nein. Diesen Part nehmen wir raus. Das war gut. Sprang der Rang, Digga. Also was mich interessieren würde, wäre, ich konnte den Stream ja leider nicht schauen, aber im Nachgang habe ich mir natürlich angeschaut, wo ihr euch am meisten den Stream euch angeschaut habt. Ob es auf der Arbeit war, ob manche vielleicht das heimlich auf der Schule geguckt haben oder beim Training, auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde mich voll interessieren. Ich möchte auch 600 Kilometer laufen. Ich bin 13 Jahre alt. Wie mache ich das? 13 Jahre alt? Also, ich finde, das ist jetzt ein sehr wichtiges Thema, deswegen würde ich mir dafür ein bisschen länger Zeit nehmen. Also prinzipiell freut mich das natürlich freut mich das, dass dass junge Menschen oder junge Erwachsene oder Erwachsene sich vielleicht daran ein Beispiel nehmen oder sich so motiviert fühlen, dass sie halt auch vieles umsetzen wollen, mehr machen wollen. Aber eine Sache will ich dazu sagen, die Sachen, die ich mache, haben natürlich auch ein bestimmtes Risiko mit sich
und man sollte damit nicht fahrlässig umgehen. Das ist sehr, sehr wichtig zu sagen. Erst recht, wenn man so jung ist. Der Körper braucht eine bestimmte Zeit, um einfach sich bestimmten Sachen anzupassen. Und das braucht einfach Zeit. Deswegen würde ich das nicht befürworten, dass man in so einem jungen Alter schon so krass den Rahmen sprengen muss. Ich würde einfach darauf achten, dass man in der Zeit einfach vielleicht ein gutes Fundament legt, gutes Krafttraining macht, sich gut ernährt, grundlegende Sachen achtet und nicht versucht, irgendwelche exorbitanten Challenges umzusetzen, weil damit kann man sich langfristig schaden. Und wenn man nicht das richtige Team um sich herum hat oder Leute um sich herum hat, die auch der Sache gut entgegenwirken können an Expertise, ob es Behandlungen sind, ob es Ärzte sind oder was auch immer, dann kann das ganz schnell in eine falsche Richtung gehen. Das ist sehr wichtig zu sagen, weil ich bin mir meiner Verantwortung sehr bewusst und ich möchte nicht, dass irgendjemand langfristig dadurch zu Schaden kommt, nur weil er denkt, er möchte jetzt irgendwas beweisen, weil das ist hier keine Ego-Sache, die man hier macht, sondern es geht einfach nur darum, wie ich persönlich meine eigenen Grenzen testen möchte. Und wir halten einfach eine Kamera da drauf und versuchen auf eine andere Art und Weise viele Menschen zu inspirieren, zu motivieren, aus ihrem persönlichen Leben das Beste rauszuholen und nicht dazu Leute animieren, jetzt auch 600 Kilometer durch die Wüste zu laufen. Das ist mir wichtig zu sagen. Passt auf euch auf, macht keine fahrlässigen Sachen, um irgendwie auf Krampf Aufmerksamkeit irgendwie zu generieren oder was auch immer. Ich weiß nicht, was viele Leute im Kopf haben, was sie damit bewirken wollen. Ja. Stay safe. In dem Zusammenhang, hast du keine Angst vor langfristigen Verletzungen? Habe ich Angst vor langfristigen Verletzungen? Klar, das sind Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, die man nicht wegdenken kann. Aber wie ich schon gesagt habe, wir versuchen alles natürlich dagegen zu tun, dass das nicht passiert. Ja, wir gehen nicht mit Kopf durch die Wand. Also wir versuchen natürlich bis ans Äußerste zu pushen, aber nicht dumme oder fahrlässige Sachen zu machen, die einfach naiv sind. Hattest du auch mentale Struggles auf der Reise? Ob ich mentale Probleme hatte? Also klar, die Struggles waren natürlich lauter, als ich sie davor so kannte. Aber das ist ja genau die Situation, in die ich mich bringen wollte, bewusst. Dass der Schweinehund irgendwann so laut ist, dass ich weiß, okay, du bist jetzt komplett aus deiner Komfortzone raus und du betrittst jetzt ein neues Level, was du freischaltest. Klar, mental war das natürlich auch ein ganz anderer Kampf, den ich so davor kannte. Ich habe mich bewusst dafür entschieden. Deswegen habe ich es in dem Moment verflucht und gefreut. Gleichzeitig war so eine Hassliebe, weil ich wusste, okay, geil, ich bin jetzt in dieser Phase, wo ich gerade rein wollte, aber Spaß gemacht an sehr vielen Situationen hat es natürlich nicht, nein. Die Halluzinationen, die eingetroffen sind und durch die Müdigkeit waren das natürlich einfach Zustände, die mein Körper so nicht kannte, was natürlich die Sache noch viel, viel mehr erschwert hat. Weil das einfach die einzige Sache ist, die du im Training nicht so gut simulieren kannst oder üben kannst oder wo der Körper keine Anpassung machen kann auf Schlafentzug. Und was viele im Nachgang, also das hatte, liebe Grüße an Lukas, auch Coach von meinem Team. Er meinte mir im Nachgang, diese mehreren Stunden, wo ich dann unterwegs war, hat die Sache für mich natürlich im Kopf, weil ich musste einen Tag noch länger wach bleiben. Also das hat die Sache dann für mich, weil wir haben eigentlich mit 96 Stunden geplant gehabt, dass ich sozusagen wach bin, dass der Kopf sich an 96 Stunden sozusagen damit auskommt. Und wenn du dann auf einmal einen Tag noch länger wach bleiben musst, macht das die Sache natürlich in der Sache dann nicht einfacher, sondern schwerer. Weil das zieht sich dann wie ein Kaugummi und der Körper wird ja dann nicht irgendwie fresher dann auf einmal, sondern die Abwärtsspirale geht ja immer weiter nach unten. Deswegen hat das dann die Sache mental auf jeden Fall nochmal schwerer gemacht. Wie kam es zu der 430er Pace am Ende? Manche Sachen kann man nicht erklären. Ich glaube, das waren die 7 Filme. Keine Ahnung, oder? Nein. Wie kam die 430er Pace am Ende? Hat Adrenalin einfach reingekickt. Und wenn man auf einmal so ein bisschen das Meer geschnuppert hat und das Eis gerochen hat, dann dachte ich mir, okay, einfach alles oder nix. Welche Cyborg-Season hat dir am meisten Spaß gemacht? War es New York, Japan oder dieser Lauf? Ich finde, diese Frage ist ein bisschen unfair zu stellen, weil jede Season war auf seine Art und Weise besonders. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, so, das ist so wie wenn du mich fragst, wen liebst du mehr, Mama oder Papa? So, es ist einfach nicht gerecht, diese Frage zu stellen. Japan war auf seine Art und Weise richtig geil, mit den Jungs so dieses Land zu erleben. New York hatte seinen besonderen Charme und diese Reise war auch auf seine Art und Weise besonders. Deswegen würde ich die Frage gerne sagen, alle 3 waren super. Hat sehr viel Spaß gemacht. Was waren deine wichtigsten Gegenstände auf der Reise? Ich würde auf jeden Fall sagen, mein Hut, also Mütze auf jeden Fall, wegen dem Sonnenschutz. Dann Sonnencreme auf jeden Fall, also einfach, damit ich keinen Sonnenbrand bekomme. Dann das Eispray,
zum Ende hin für meine Knie. Das hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen. Dann meine Stöcker, meine Sonnenbrille. Was war noch ein Essential? Gummibärchen Würmer, 7! Wie habt ihr in der Mitte der Wüste gestreamt ohne Lags? Wie war das Setup? Wie kann man sich das vorstellen? Also erstens hoffe ich, dass wir keine Lags hatten, weil ich habe den Stream nicht gesehen. Aber ich glaube, das lief alles reibungslos. Ja, so das Team um mich herum an Kameras waren allein schon 40 Mann. Das war aber nur das Team, was sozusagen mich auf der Wüste mit begleitet hat, die sich nur um die Technik gekümmert haben. Ob es Starlink war, Kameras waren, also ich will gar nicht, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, es waren so und so viele Kameras und so viel Starlink. Es war einfach überall irgendwo Elektronik zu sehen. Und dann gab es ja noch das Team so an 40 Mann, die in Salzburg in der Zentrale waren, die sich dann da noch um die ganzen Sachen koordiniert haben. Also ist ja ein riesen Apparat gewesen, was hinter der Kamera aktiv war, damit alles reibungslos läuft. Ja, was die Sache natürlich dann, also jetzt im Nachhinein ist einfach ein Fakt, was die Sache natürlich auch erschwert hat, weil wenn du permanent live bist, erstens den Druck, den die Jungs haben hinter der Kamera, die ganze Zeit der Sache aufrecht zu halten, mich immer im Frame zu haben, so durchzuwechseln, wenn irgendwas nicht stimmt, direkt irgendwie anzupassen, Mikro, bla bla. Das ist ja ein riesen, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber so, man guckt sich den Stream an im Fernsehen, aber was dahinter für ein Stress ist crazy, was die Jungs da abgerissen haben. Und was ich auch für mich persönlich ein bisschen unterschätzt habe, ist, wie sich's anfühlt, 24/7 eine Kamera im Gesicht zu haben. Also hat mir in vielen Situationen auch viel Energie geraubt. Aber ich wusste natürlich so, die Jungs wollen nur das Beste und die wollen halt gutes Material für euch halt sichern und euch zeigen, so nah wie möglich. Aber manchmal hätte ich schon gerne die Kamera weggeschlagen oder so, weil die ganze Zeit irgendwie so die Kamera hier so im Gesicht zu haben, 24/7, war nicht immer einfach, aber ich glaube, wir haben es gut gebändigt bekommen. Wann hast du eigentlich mit dem Laufen angefangen? Wann habe ich mit dem Laufen angefangen? Also ich habe jahrelang Fußball gespielt, da war natürlich Laufen auch Teil des Trainings, aber ich glaube, es war eher darauf bezogen, ab wann sich das so bei mir rauskristallisiert hat, wirklich mit diesem spezifischen Lauftraining und mehr Kilometer machen wollen und dass sich das alles so hochgeschaukelt hat. Das fing bei mir in meiner Boxphase an. Also ich habe mit 18 angefangen zu boxen nach meiner Fußballkarriere. Genau, dann habe ich geboxt von 18 bis 22 und in der Zeit war halt dann klar, man muss auch ab und zu laufen gehen, um einfach die Kondition aufrechtzuerhalten. Und genau, da habe ich halt angefangen gehabt mit 5 Kilometern, 8 Kilometern, 10 Kilometer Trainingsläufen und dann hat sich das immer wieder so hochgeschaukelt und ab da fing es dann an, mäßig so in diesem Zeitraum. Ich wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, das war jetzt genau mit 21 fing dann das an, aber das war so in der Zeit, hat sich das alles so ein bisschen hochgeschaukelt. Macht dir Laufen Spaß? Es ist eine Hassliebe. Ich hasse es, aber ich kann auch irgendwie nicht ohne. Würdest du das alles auch ohne Kamera machen? Ich glaube, diese Frage kann ich ganz einfach beantworten. Ich bin Sportler gewesen vor YouTube und werde es auch bleiben nach YouTube, weil das ist meine DNA. Dafür stehe ich so und das möchte ich im Leben darstellen. Sportler zu sein, Athlet zu sein und das hat für mich, da hat die Kamera für mich keine Bedeutung. Also ich liebe es und lebe es tagtäglich, ob mit Kamera oder ohne Kamera. Deswegen mein Ziel damals auch schon vor YouTube war es immer, meine eigenen persönlichen Grenzen zu sprengen. Und das habe ich immer gemacht, Tag für Tag. Und mir immer persönlich eigene Challenges gesetzt. Das hätte sich auch nicht geändert, wenn ich jetzt kein YouTube machen würde. Also von daher ist das für mich eigentlich irrelevant, ob die Kamera läuft oder nicht. Aber wir haben natürlich das Privileg, dass so viele Menschen das gerne annehmen und sich das gerne anschauen, was wir machen und was wir wiedergeben. Deswegen halten wir die Kamera drauf und versuchen, so viele Menschen damit zu inspirieren wie möglich. Wie viel hat das Event eigentlich gekostet? Wie viel hat das ganze Event gekostet? Eine genaue Zahl habe ich da nicht, aber es war natürlich keine billige Angelegenheit. Aber durch die Power von Red Bull und durch das ganze Apparat drumherum konnten wir das natürlich so umsetzen, wie wir es umsetzen wollten. Also ich kann euch jetzt keine spezifische Zahl nennen, weil ich es nicht genau weiß, aber ich weiß ungefähr den groben Umfang und es war schon ein hoher sechsstelliger Betrag. War auf jeden Fall eine
große Nummer. Wird jetzt eigentlich mehr Content auf Englisch kommen? Ich denke schon, es wird auch in Videos öfters bestimmt auch mal Englisch geredet, weil einfach die Leute, die in den Videos eventuell vorkommen, einfach nur Englisch reden können. Aber klar, wir werden die Sache natürlich noch weiter internationalisieren. Also die Jungs werden immer wieder auch mit Untertiteln arbeiten, also dass in jedem YouTube-Video Untertitel eingeschaltet werden kann, dass halt auch Leute aus dem Ausland sich die Videos anschauen können. Die Sache hat ja viel mehr Aufmerksamkeit, deswegen sind auch sehr viele internationale Menschen mittlerweile auf uns aufmerksam geworden, die sich die Videos auch gerne anschauen wollen würden. Deswegen versuchen wir da jedem gerecht zu werden. So, wie geht's jetzt weiter? Wir hatten nach der Season, müssen wir ehrlich sagen, hatten wir alle immer noch viel auf dem Tacho. Bei mir war es PR-Marathon, ob es Interviews waren oder Termine, die sich einfach jetzt über die Zeit aufgestaut hatten, die man wahrnehmen musste. Die Jungs hatten, oder das ganze Team drumherum, natürlich in Hochtouren an der Doku gearbeitet, bis die jetzt online kam. War da einfach eine riesen Anspannung noch da. Deswegen konnten wir uns alle jetzt noch nicht so ganz irgendwie das Ganze mal runterfahren und mal eigentlich realisieren, was eigentlich jetzt so die letzte Zeit passiert ist. Deswegen gehen wir alle in den Urlaub. Also jeder geht in den Urlaub, hat jeder eine Woche Freetime. Ich werde auch wegfliegen, wo ich das Handy weglegen werde und runterkommen, ein bisschen abschalten werde, Sport machen werde, gut essen werde und ein bisschen Me-Time habe. Und danach geht der YouTube-Content weiter. Wir haben uns einige Sachen ausgedacht, die wir an Content machen wollen, umsetzen wollen. Ihr könnt aber gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr euch in Zukunft gerne noch mehr erwarten wollen würdet oder was ihr euch wünscht. Wir sind für jede Idee offen, um das bestmöglich umzusetzen. Und das ist das Ziel erstmal. Erstmal schön Urlaub haben und danach wieder Vollgas geben. Ja, das war's mit dem Q&A. Ich hoffe, eure Fragen waren mit dabei oder die Fragen, die ihr euch gestellt habt, wurden beantwortet. Wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Q&A gewesen sein, also falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Bis spätestens.